Dein Shop ist endlich live, du machst die ersten Verkäufe und nun fragst du dich vor allem eines: Wann und vor allem wie landen meine Shopify-Umsätze auf meinem Konto? Antworten auf diese Fragen erhältst du genau in diesem Video. Let's go! Starten wir zuallererst damit, auf welchem Wege du deine Auszahlung erhältst. Der Auszahlungsprozess ist grundsätzlich abhängig von deinen eingebundenen Zahlungsanbietern. Nutzt du Shopifys eigene Zahlungsmethode Shopify Payments, um deinen Kunden beispielsweise gängige Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Kauf auf Rechnung anzubieten, dann musst du im Rahmen des Aktivierungsprozesses ein Bankkonto hinterlegen. Alle Zahlungen von Kunden, die über Shopify Payments hereinkommen, werden automatisch auf das von dir angegebene Konto überwiesen und die Gebühren von Shopify für die Transaktion werden automatisch einbehalten. Das gleiche gilt übrigens auch für alle beschleunigten Checkouts, also Apple Pay, Google Pay und Shop Pay. Auch hier erhältst du alle Auszahlungen direkt auf das von dir angegebene Bankkonto. Anders verhält es sich allerdings bei den beliebten Zahlungsmethoden Amazon Pay und PayPal. Hier ist es so, dass die Umsätze direkt auf deinem jeweiligen Geschäftskonto verbucht werden und die Transaktionskosten auch direkt einbehalten werden. Von deinem PayPal oder Amazon Pay Konto kannst du dann deine manuelle Überweisung auf das von dir hinterlegte Bankkonto machen. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt. Wann erhalte ich das Geld von Shopify, PayPal und Amazon Pay? In der Regel überweist Shopify täglich. Shopify selbst gibt den Zahlungszeitraum mit bis zu 3 Werktagen in Deutschland an. So lange kann es dauern, bis die Zahlung von den Banken bearbeitet worden ist und dann tatsächlich bei dir auf dem Konto landet. Alternativ kannst du einen eigenen Auszahlungsplan festlegen. Hier kannst du bestimmen, in welchen Abständen du von Shopify ausbezahlt werden willst. Grundsätzlich kannst du hier zwischen einem wöchentlichen Plan und einem monatlichen Plan wählen. Längere Abstände zwischen den Auszahlungen können unter Umständen Sinn machen, wenn deine Bank beispielsweise pro Transaktion eine Gebühr erhebt. Solltest du allerdings auf das Geld angewiesen sein, also liquide sein müssen, um beispielsweise Ware vorzufinanzieren oder auch um Werbung zu bezahlen, dann macht es natürlich total viel Sinn, möglichst kurze Abstände zu wählen. Deinen persönlichen Zahlungsplan kannst du im Shopify Admin-Bereich unter Einstellungen, Zahlungen festlegen. Klicke hier im Bereich Shopify Payments auf Verwalten. Unter Auszahlungsplan kannst du im Bereich Auszahlungsdetails deinen Plan speichern. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Rückerstattung veranlasse? Willst du zum Beispiel aufgrund einer Retoure einen Rechnungsbetrag zurückerstatten, kannst du das ganz einfach über den Shopify Admin-Bereich erledigen. Gehe in die betroffene Bestellung und starte eine Rückerstattung. Der Betrag wird dann an die vom Kunden genutzte Zahlungsmethode, also zum Beispiel PayPal oder Amazon Pay, zurückerstattet und zeitgleich von deinem PayPal oder Amazon Pay Konto abgebucht. Du musst also nichts weiter tun. Hat der Kunde eine Zahlungsmethode verwendet, die zu Shopify Payments gehört, zum Beispiel Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Klarna Pay Later, dann zieht Shopify automatisch den Betrag von deiner nächsten Auszahlung ab. Es kann natürlich sein, dass der nächste Auszahlungsbetrag nicht ausreicht, um die Rückerstattung oder auch mehrere Rückerstattungen zu decken. Sollte das der Fall sein, musst du dir erstmal keine Sorgen machen, denn in Deutschland ist es so geregelt, dass Shopify einfach die nächste Auszahlung abwartet und guckt, ob dann die offenen Beträge gedeckt werden können. Sollte das nicht der Fall sein, geht es einfach direkt weiter in die nächste Auszahlungsperiode. Eine kleine Ausnahme dabei: Wenn der Betrag wirklich zu hoch ist, dann kann es auch sein, dass Shopify sofort von dir das Geld zurückfordert. Bei Kunden kann es übrigens bis zu 10 Werktage dauern, bis die Rückerstattung auf deren Konto auch wirklich ankommt. Meine Auszahlung ist fehlgeschlagen. Was nun? Hier und da kann es vorkommen, dass Auszahlungen auf dein Bankkonto fehlschlagen. In den allermeisten Fällen liegt es daran, dass das verknüpfte Bankkonto nicht korrekt hinterlegt ist. Shopify informiert dich sowohl per E-Mail als auch im Shopify Admin-Bereich darüber. Am besten gehst du dann einfach in die Einstellungen und checkst deine IBAN nochmal auf mögliche Zahlendreher. Solange das Problem mit deinem Bankkonto noch besteht, werden alle deine Auszahlungen ausgesetzt. Wenn du das Problem behoben hast, kannst du im Admin-Bereich auf Auszahlung wiederholen klicken. Alternativ kannst du auch einfach 72 Stunden warten, denn nach Beheben des Problems versucht Shopify dann erneut eine Auszahlung durchzuführen. Du willst mehr zu den Zahlungsmethoden von Shopify erfahren? Dann schau dir unbedingt unser Video an und schau bei unserem Blog vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao!